Ja. Gut, dann schon. Schön. Aman. Ein Plätzchen, um sich in der Gemeinschaft wohlzufühlen und zu ihr beitragen zu können. Das ist für viele Menschen ein Bedürfnis. Auch für Lea Tröhler. Mit Freude arbeitet sie 2 Jobs. Freitagmorgen in einem Kindergarten in Bern und 2 Tage hier im Laden und Café des Humanushaus bei Rubigen, wo sie auch seit 5 Jahren in einer Wohngruppe zu Hause ist. Weil ich mit Leuten in Kontakt kann sein kann, so sehe ich immer verschiedene, aber interne sehe ich ja vor allem immer. Und dann aber auch manchmal externe, mit ein paar externen Kunden, die Stammkunden sind, habe ich schon Kontakt und das mache ich gerne. Und Mittwochnachmittag haben sie auch einen Schwimmkurs und dann kommen dann auch die Kinder nach dem Schwimmkurs noch rein und tue ich gerne mit den Kindern auch ein bisschen blöd, also einfach so ein bisschen lustig. Und ja, und ab jetzt, seit jetzt vorletzt, also als ich am Anfang bekommen habe, ich die Kasse noch nicht bedienen, aber jetzt darf ich eben die auch bedienen und das gefällt mir auch. Jetzt kann ich wirklich beides, im Service und im Ladencafé tätig sein. Das Humanushaus bietet Lea Tröhler dazu ein geschütztes Umfeld. Sie fühlt sich geborgen und getragen. So etwas ist in ihrer Erfahrung aber keine Selbstverständlichkeit. Man wird hier einfach wie ein normaler Mensch behandelt, obwohl man eine Einschränkung hat. Aber die Einschränkung spielt hier nicht so eine Rolle. Darum fühle ich mich hier so wohl. Weil bei anderen Bereichen, wo ich war, schon hat es geheißen, oh, die ist beeinträchtigt, die kann das nicht. Da ist einfach anders angeschaut worden. Wer macht die runden Stücke hier? Diese? Ja. Ja, das ist eine Rundli, eine Karton. Ja. Ach so. Ja, und dann Hölzli und Holz. Ja. Ja. Ah, ja. Machst du die auch? Auch, ja. Ja. Was der einzelne Mensch braucht, um sich entwickeln zu können, ob am Anfang des Lebens oder schon mittendrin, ist immer eine sehr individuelle Frage. Laut Jan Göschel ist ein Schlüssel dazu aber diese Frage. Wer bist du? Also das Gesehenwerden ist das Erste, was der Einzelne braucht. Und das führt wieder in den Raum der Beziehung. Also wenn ich an dich herantrete und frage, wer bist du? Und dann muss das aus echtem Interesse kommen. Und dieses echte Interesse am anderen Menschen, das ist der Ausgangspunkt dafür, dass ich dich begleiten kann. Und ich muss mit einer Frage kommen, nicht schon gleich mit Ideen, was du brauchen würdest. Und die spezifischen Ideen, die ergeben sich dann daraus, dass ich dieses Interesse verfolge, dass ich eben diese Frage verfolge, dass ich sage, wer bist du? Ich will dich besser kennenlernen, besser sehen lernen. Dieses Du zu finden, ist keine einfache Aufgabe, auch nicht für die betroffene Person selber. Sich in der Welt auszuprobieren, hilft jedoch dabei.
Tim Wollensack hat sich erst einige Berufe angeschaut, unter anderem in der Holzwerkstatt, bevor er sich für eine Ausbildung in der Bäckerei entschieden hat. Es geht darum, was will die Welt, was braucht die Welt von mir und wie kann ich mich einbringen und wie kann ich meine Aufgabe in der Welt finden. Und man merkt das dann, dass das, was dann, wenn ich meine Aufgabe in der Welt finde und da sozusagen Spuren hinterlasse durch meine Tätigkeit, die auch für andere Menschen eine Bedeutung haben, dann spiegelt mir das etwas zurück und dadurch merke ich erst, wer ich bin. Ich bin beim Lehrinhalten machen, Säen für den Frühlingsverkauf. Und nachher gibt es Frühlingsverkauf wann? Am 3. Mai. Am 3. Mai. Und das sollte bis 3. Mai fertig sein. Bis 3. Mai fertig sein. Wir haben ein bisschen Stress. Bis das fertig ist. Ich habe das gelernt im Kräuterwerkstatt. Ja, das habe ich sehr gelernt. Das mache ich gut, das mache ich gerne. Früher, als ich da bin, schnuppern in der Kräuterwerkstatt, konnte ich es nicht. Aber jetzt kann ich es. Wie hast du das gelernt? Früher war meine Bezugsperson Christian Latsch, der eben gekündigt hat. Und jetzt habe ich es gelernt durch die neue Bezugsperson, die ich jetzt habe. Die Elena. Und, ich habe sehr Freude, wenn ich eine Bezugsperson habe. Warum musst du jetzt da so lachen? Ja, weil ich einfach Freude habe. Ja. Was? Die Elena. Weil ich habe gerne Bezugsperson. Ich mag die Bezugsperson nicht wechseln. Sonst bin ich traurig. A. E. A. B. E. B. D. D. O. L. Das ist für den Frühlingsverkauf da. Frühlingsverkauf, was es im Mai gibt. Ja. So. Das ist hier Frühlingsverkauf aus den Pflänzchen, die wir haben gemacht haben, einsetzen. Und jetzt mache ich noch Neues. Zuerst tut man hier angießen. Damit sich Individuen wie Lea Tröler, Tim Wollensack oder Lilia Benamara entfalten können, brauchen sie aber nicht nur eine sinnstiftende Tätigkeit, sondern auch ihr Umfeld muss so gestaltet sein, dass sie Platz haben. Das Humanus-Haus sieht das als ihre Aufgabe, sagt Rainer Menzel. Für die einen Menschen bedeutet das hohe Konstanz, möglichst keine Änderung, gleicher Wohnort, gleiche Bezugsperson, immer hohe Regelmäßigkeit, hoher Rhythmus. Und für andere erschöpfen sich fast in der Nutzung von den Angeboten, die halt da sind. Weil sie
nicht spezifisch für eine Person sind, sondern für die Unterschiedlichkeit gemacht sind. Darum gibt es viele unterschiedliche. Und für den einen ist das zu viel und der andere überfordert sich in dem Versuch, überall dabei zu sein, das mitzumachen. Und innerhalb von dem Spektrum findet dann auch jeder und jede seinen Platz. In diesem Sinne schaut die anthroposophisch inspirierte Heilpädagogik auf das Individuum und das Umfeld, sagt Jan Göschel. Diese beiden Gesten gehören eigentlich immer zusammen. Also dass man einmal auf das Individuum schaut und einmal in den sozialen Umraum und dass man da gestalterisch arbeitet. Und das, was diese beiden Blickrichtungen verbindet, ist die Beziehung zwischen Ich und Du, die Beziehung zwischen mir und dem Menschen, der mir gegenübersteht. Das ist im Kern die anthroposophische Heilpädagogik, wie sie vor 100 Jahren von Rudolf Steiner angelegt wurde. Diesen Impuls weiterzutragen, dafür setzen sich weltweit unzählige Menschen ein. Die neue Sektion für Heilpädagogik und inklusive soziale Entwicklung unterstützt sie dabei. Wir arbeiten zurzeit an einem breiten Spektrum von Themen, die zu unserem Arbeitsfeld gehören. Beispielhaft könnte man herausgreifen 3 Dinge, die im Moment im Vordergrund stehen. Also einmal Fragestellungen, die zu tun haben mit dem ganzen Thema Schule, schulische Heilpädagogik, schulische Inklusion und wie entwickelt sich das, wie entwickeln sich Bildungsmodelle weiter, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen entsprechen, die mit ganz unterschiedlichen individuellen Entwicklungswegen kommen. Dann haben wir ein Arbeitsfeld oder ein Feld von Fragestellungen, die mit dem Thema inklusive Sozialgestaltung zu tun haben, wo immer stärker auch die Frage da ist, wie gestalten wir Prozesse, gemeinsamen sozialen Wandel anzuregen, der auch ausstrahlt und hinauswirkt in die Gesellschaft, in die Gemeinschaften allgemein, also über Einrichtungen, Institutionen, Organisationen hinaus in den weiteren Sozialraum wirkt als Transformationsimpulse. Und dann die Fragen, die damit zu tun haben, welche Bildungsprozesse sind notwendig für die Menschen, die diese Arbeit machen, ob das jetzt Selbstvertreter sind oder Professionals, welche Bildungsprozesse brauchen wir, um die Fähigkeiten zu entwickeln, in diesen Arbeitsbereichen gestalterisch tätig zu sein. Der Wille, im Sozialen gestalterisch tätig zu sein, muss von den Menschen kommen. Das ist der Sektion wichtig. Wenn ich angefragt werde oder eingeladen werde, also es ist ja sowieso so, dass wir nicht jetzt irgendwo hingehen, um zu missionieren oder zu sagen, wir haben hier was Tolles, ihr solltet das wollen, sondern die Frage kommt immer von dem Ort, von einem bestimmten Ort her, von einer bestimmten Richtung her. Es kommt immer eine Frage oder eine Einladung. Das heißt, es gibt schon mal jemanden, der in einem bestimmten kulturellen Kontext drinsteht, da was machen möchte, etwas wahrnimmt von dem, was die Sektion macht oder was im anthroposophisch orientierten Arbeitsfeld geschieht und das Gefühl hat, aha, da ist was bei uns fruchtbar sein könnte, wo wir anknüpfen können. Und klar, wir können es nicht kopieren oder so, aber das ist eigentlich immer das, worauf ich vertraue. Diese Person, die jetzt eine Frage stellt, die hat eine Wahrnehmung, dass es hier was gibt, was für sie interessant ist. Und dadurch ist es für mich auch dann berechtigt zu sagen, okay, ich kann euch das anbieten, was ich aus meiner Erfahrung oder was wir als Netzwerk entwickelt haben bis jetzt. Das ist ein freies Angebot. Und wie das bei euch dann landet und was ihr damit macht und gestaltet, das ist super spannend und davon wollen wir alle lernen. Und wenn ihr uns einladet, dass wir da Partner werden und uns daran beteiligen, dann macht es Entwicklung für uns alle möglich. Und auch gibt dann wieder neue Perspektiven darauf, was kann Anthroposophie im 21. Jahrhundert bedeuten. Die Arbeit mit den Menschen mit Unterstützungsbedarf, die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Berufsfeld,
Und die Arbeit an den Rahmenbedingungen der Politik und Gesellschaft, die das Leben der Menschen mit Unterstützungsbedarf und den beruflichen Alltag der heilpädagogisch Arbeitenden beeinflussen, all das ist ein großer Teil dessen, was die Arbeit der anthroposophisch inspirierten Heilpädagogik weltweit ausmacht. Hinzu kommt aber noch etwas mehr, sagt Bart van Mechelen. Er ist zusammen mit Sonja Zausch und Jan Göschel Co-Leiter der neuen Sektion. Es ist die innere Arbeit. How can I inwardly accompany this moment, this pedagogical moment, this learning moment, that I can be fully present with my attention, with my awareness. Also to be able to interact immediately in resonance with the support needs that I see, where it becomes difficult, that I can immediately interact. And therefore I need to be free. I need to be fully available in that moment. And that's a schooling path, one could say, to develop the skills, the inner skills, to be fully present with one's attention and to be fully present in the feeling life, that I can respond to the feelings that I see, that I can also give words to my feelings, so that there is a mutual understanding in the moment and that we can both engage in the activity, in the play or in the learning activity that we do together. Dies ist ein wichtiger innerer Schritt, eine innere Entwicklung, um den Menschen vis-à-vis besser erkennen zu können. How can I live into this other person so that I can understand what it means to live with a constitution that is different, the challenges that are given in this person's growth and development, and that I can, in a way, understand the inner condition. That's one point. The other point is that I have my thinking, feeling and willing available, and that requires also an inner freedom, that I'm not coming into the encounter with my own issues, my worries, my questions, my uncertainties, but that I come with an open mind, so to say, and be available to go into the interaction and to create this moment together, this moment of learning, this moment of being able to recognize what is essential. Also to bring across that this person is valued as a whole human being. Ein Bild für diese innere Arbeit ist für Bart van Mechelen die Skulptur des Menschheitsrepräsentanten. I really love this work because it shows collaboration. It's also a work in progress. And it's a work by Rudolf Steiner and Edith Marion, who was a sculptress. And they developed this group together as a sketch for the big wooden statue that Rudolf Steiner carved out. And the motifs are also relevant for the inner work that we also practice in as a preparation for our work. We constantly work with the soul forces, trying to find balance, equilibrium, and inner presence in the developmental forces that accompany us. And here in this work you can see the middle figure being connected and yet being free from these forces that can draw away. On the one hand, in hardening, getting stuck in the past. On the other hand, this loosening dynamic, the strength of drawing us away in illusions, away from reality. Nun ist der Anthroposophic Council for Inclusive Social Development die 12. Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, die Sektion für Heilpädagogik und inklusive soziale Entwicklung. Aus ihrer Entstehung heraus gesehen sei das keine Überraschung, meint Jan Göschel, aber doch ein signifikanter Schritt. Mit der Eingliederung in die Hochschule verknüpfen er und sein Team verschiedene Hoffnungen. Wir haben jetzt zunächst mal vor,
uns da auf diese neue Art in das Gesamte der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft einzugliedern, auch zu schauen, wo sind da die Resonanzen, die sich auftun. Und unsere Hoffnung ist natürlich und unser Wunsch und auch unsere Absicht, dass wir das, was unser Arbeitsfeld an Qualitäten, an Haltungen beitragen kann, an Blickrichtungen, dass das auch verstärkt hier einfließen kann in die Zusammenarbeit aller Sektionen innerhalb der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, dass wir damit sozusagen, dass wir noch eine weitere Farbe in die Palette einbringen können, die dann auch die Arbeit insgesamt innerhalb der Hochschule, die Zusammenarbeit bereichert und die da auch neue Impulse setzen kann, die eben gerade aus dem fließen können, was in unserem Arbeitsfeld gepflegt und entwickelt wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich auch konkret schauen werden, wo ergeben sich dadurch, dass wir sichtbarer werden als Arbeitsfeld und dass wir auch eine bessere Wahrnehmung haben dadurch, dessen, was in den anderen Sektionen vor sich geht. Wo ergeben sich da Anknüpfungspunkte? Wo ergeben sich Möglichkeiten, gemeinsame Projekte zu machen, gemeinsame Tagungen, inhaltlich auch zusammenzuarbeiten an den Fragen, die unsere Zeit und die Welt betreffen. Und dadurch wird eigentlich was verwirklicht, was am Ende des heilpädagogischen Kurses schon Rudolf Steiner andeutet, da gibt es eine kurze Passage, wo er die Frage, wie dieses Arbeitsfeld sich in den Gesamtzusammenhang der Hochschule reinstellt, wo er das kurz anspricht und eben genau dieses Bild zeichnet, dass wir jetzt noch weiter verwirklichen möchten, dass in diesem Arbeitsfeld die Beiträge aus allen Sektionen zusammenfließen, um für Menschen, die in komplexen Lebenssituationen sind, ein gelingendes Leben, eine gelingende Entwicklung und eine Teilhabe an Gemeinschaft und Gesellschaft zu ermöglichen. Es ist ein hoffnungsvoller Anfang, der aber auch seine Herausforderungen mit sich bringen wird. Dessen ist sich Jan Göschel bewusst. Das ist eigentlich immer so, wenn man sich in Organisations- oder Gemeinschaftszusammenhängen wenn sich da etwas verschiebt, wenn man neu in einen bestimmten Kontext hineinkommt mit seinen eigenen Impulsen. Und ich denke, dass da liegen viele Chancen drinnen. Das ist auch, wie Entwicklung eben vor sich geht. Und gleichzeitig ist da immer die Möglichkeit, dass auch Reibungsflächen entstehen oder Herausforderungen, die man auch vorher nicht unbedingt sehen kann, die tauchen dann auf, wenn sie auftauchen. Und da muss man halt einfach aufmerksam sein und dann schauen, wie geht man da jetzt damit um, auch kollegial mit den anderen. Das ist aber, glaube ich, in jedem Entwicklungsprozess so. Ja.